Guten Abend, Dan. Ich grüße dich. Herzliche Grüße aus Neuseeland. Ja, herzliche Grüße zurück. Ich finde das natürlich super witzig und super spannend. Ich bin der Neuseeländer Dan in Deutschland und du bist der deutsche Danny in Neuseeland. Sehr gut. Das stimmt. Und du sprichst ich darf in meiner Heimatsprache sprechen. Du sprichst wahrscheinlich in einer zweiten, dritten Sprache. Hast du noch weitere Sprachen in petto außer Deutsch? Nach deiner Heimatsprache Englisch? Das war schwer genug, soll ich sagen. Meine Tochter findet es immer noch peinlich, aber trotzdem versuche ich immer noch. Aber geht schon einigermaßen. Geht schon. Schön, das ist schön. Also die Zuhörer und Zuschauer dürfen sich an deinen Dialekt gewöhnen, genauso wie die Neuseeländer hier in Auckland sich an meinen Englisch mit Dialekt gewöhnen dürfen. Aber ich freue mich total. Heiko hat uns vorgestellt, wir probieren mal ein neues Format aus. Die Idee ist, dass wir beide sprechen. Du hast einen interessanten Framework, du hast interessanten Sichtweisen auf jetzt mittlerweile mehr als 15 Jahre IT- und Softwareentwicklungserfahrung. Du früh mit Agile angefangen und hast das Gute und das Schlechte gesehen. Und was wir heute mal machen wollen, ist über den Disconnect von Business und IT sprechen. Und das ist natürlich, werden wir das nicht in einer Folge lösen. Und das ist so ein großes Thema. Das darf man von ganz vielen verschiedenen Perspektiven und Ecken und Kanten beleuchten. Und wir wollen uns heute einfach dem Thema mal widmen, von einer Perspektive, die du mitgebracht hast. Und wie wir beide wissen, jedes Problem, welches man sich am Anfang erstmal bewusst wird und bewusst macht, kann man wirklich erst adressieren. Also das ist ein Bewusstseinsprozess, den wir uns auch hier in der Podcast hingeben wollen. Wir werden über Dance Floors und Dance Partys sprechen. Wir werden, glaube ich, auch ein bisschen über Kickboxen sprechen. Wir werden über Zertifikate sprechen und vielleicht Zertifikatekultur in Deutschland versus andere Regionen. Aber vielleicht gebe ich dir erstmal die Chance, Dan, dich kurz vorzustellen, wer du bist, wo du herkommst und seit wann du in Deutschland lebst. Ja, sehr gerne. So, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr gerne mit euch zu unterhalten. Wie gesprochen, ich komme ursprünglich aus Neuseeland. Ich habe in Neuseeland 3 Diplome studiert, Political-Wissenschaft, Eure und Informatics. Während dieser Zeit war ich auch Wettkämpfer. Ich habe für ungefähr 5 Jahre Amateur Kickboxing gemacht und ich war die ehemalige Neuseeland-Champ. Und das ist natürlich das Witz, weil ich habe jetzt fast 20 Jahre Erfahrung. Ich habe jetzt mittlerweile 4 Diplome. Und ich bin auch der Geschäftsführer und Gründer von meiner Firma Testify. Und eigentlich der Ding, das hat mich am besten vorbereitet für diese ganze Entrepreneurial Lebensstil, war das Kickboxing. Nicht, weil ich konnte einfach jemanden hauen, aber einfach the punches to take and keep on going. Das Durchhaltevermögen, ne? Die Disziplin. Genau. Und the Resilience sozusagen, das Grit. Einfach immerhin. Weiter. Und das ist so ein Ding, das ist wirklich ein Teil von der ganzen Personalität. Und das trifft fast alles. Ja, und ich bin weg von Neuseeland eigentlich seit 2004. Und ich habe seitdem mehr oder weniger im Bereich Testing gearbeitet. Hauptsächlich mit Automatisierung und auch, wie du hast gemeint, relativ früh angefangen mit agiles Softwareentwicklung. So meine erste agiles Projekt war in 2005. Das war in England mit dem Team von ThoughtWorks. Und ThoughtWorks, die sind sogenannte Thought Leaders in diesem Bereich. Das ist die Firma von Martin Fowler. Ich habe in dem Zeit mit Simon Stewart gearbeitet. Und Simon Stewart war die Principal Contributor für das Selenium WebDriver Projekt für fast 10 Jahre. So, das war natürlich ein super spannendes Projekt. Das hat allerdings nicht funktioniert. Das hat für unterschiedliche Gründe schief gelaufen. Das war ein großes Projekt bei Barclays Bank in Deutschland, in England. Und hauptsächlich, das war wirklich dieser Punkt, dieser Disconnect zwischen dem IT und the Business. Das war wirklich der Problem in dem Zeit. Natürlich ist spannend, oder? Wenn ich da kurz einhaken darf, denn das ist spannend, das ist 2004 und du wirst gleich noch über 1-2 Stufen, die du auch bei BMW durchlaufen hast und wann du dann in Deutschland warst. Aber ich finde es spannend, dass wir seit 2004 das Problem haben. Wahrscheinlich ist es auch allen bewusst und wahrscheinlich wollen sie es auch nicht mehr hören und denken sich, oh, jetzt sprechen die auch beim agilen Senf darüber. Aber es ist nun mal ein Problem, über was gesprochen werden muss.
So seit habe ich auf mehrere Projekte gearbeitet und das ist mehr oder weniger bei jeder Stelle die gleiche Probleme. Und das geht nicht nur über den Disconnect bei dem IT und Business, das ist natürlich bei meiner Meinung am größten Problem. Aber da gibt andere Probleme auch. Aber ganz kurz einfach der Nachfolge. Ich habe durch Europa gearbeitet, in Moskau, in Bukarest, in Zürich, in Luxemburg. In Duisburg hatte ich auch ein kurzes Projekt und davor hatte ich das Glück, nebenbei the Kickboxing-Verein von Stefan Lecker, der war ein ganz bekanntes, sag mal, Promi-Deutsch-Kämpfer. Und ja, das war sozusagen mein Ding. So statt einfach saufen, ich habe einfach Kickboxing oder trainiert. Das war natürlich, das macht Fun. Ja. Ja, und dann meine Frau eigentlich ist Deutsche, deswegen bin ich da in Deutschland. In ungefähr 2007 war ich zurück, habe ich gependelt zum Deutschland, zum München. Mhm. Und meine erste langfristige Projekt oder große Projekt, sag mal, in Deutschland war in 2011 bei BMW. Und das war sozusagen der Anfang von wirklich dieser tief bewusst, das ist ein systematisches Problem mit dieser ganzen Enterprise Softwareentwicklung. So dieses Projekt, das war 2011, das war am größten Projekt, agiles Projekt in der ganzen Europa, war nicht Europa, dann die ganze Welt. Das war ungefähr 200 Leute, die haben Scrum of Scrums gemacht, 18 Scrum-Teams. Und das war allerdings die erste Scrum-Projekt da vor Ort. Und das natürlich war das war pur Chaos, sozusagen. Und das ist wenn man guckt, und wenn ich da kurz einhaken darf, wenn man schaut, ich finde es unerklärlich, warum man ein Projekt gleich so groß macht. Wenn das erste Projekt ist, man will Scrum ausprobieren, warum gleich mit 18 Teams und nicht kleiner anfangen? Also ich finde es immer wieder interessant, dass Firmen auch neuen Methoden gar nicht eine faire Chance geben, weil sie gleich ganz groß machen müssen. Das kann die Vision sein, das kann der Nordstern sein, aber bitte nicht der Anfang. Und immer wieder spannend zu hören. Ja, es ist interessant, weil ich habe für viele Projekte in viele große Firmen und auch kleinere Firmen gearbeitet. Und das ist eine riesige, sag mal, Herausforderung bei Enterprise Softwareentwicklung. Die Regels, die passen nicht. Du hast einfach eine Menge von Arbeit, das muss einfach geschafft werden. Und das ist dann, da gibt enorm viel Druck auf diese Scrum-Teams. Und natürlich die Lösung ist mehr Leute, mehr Teams, einfach zusammenschmeißen, los geht's. Okay, gib mir die Ergebnis. Und natürlich, das ist dann setting up for failing. Und dann kommen wir zu dem, und hier bei diesem Projekt habe ich wirklich das Gefühl, dass da gibt mehrere Stufen zu dem ganzen Softwareentwicklung. Und das ist dann, dann kommt die Anfang vom das sogenannte Dance Party. Und so das ist meine 3-Stufe Erklärung von was das bedeutet. Und die Mittelstufe ist die Dance Party. Das ist die agile Stack sozusagen. Über diese Stufe reden wir über Story Points und Scrum Masters und Product Owners und Features. Und eigentlich, das ist the Party. Jede Leute wird da sein. Das ist dann, das geht los. Natürlich ist das nötig. Aber und jeder wird trainiert und ausgebildet. Wir sprechen jetzt nicht mehr von Teams, sondern vielleicht Squads. Wir haben vielleicht keine lineare Struktur, sondern eine Matrixstruktur. Was auch immer vielleicht das Betriebssystem dann ist, das neue. Genau. Und hier haben wir die ersten Probleme, weil, wie du hast gemeint, weil bei dem Zeugnis und den Zertifikationen und so weiter, das ist hauptsächlich konzentriert über, sag mal, dem soft oder weiche Thema, diese Organisationen oder the sociological Änderung von dem ganzen Vorgehensmodus. Und das ist 100% wichtig, weil das braucht einen anderen Vorgehensmodus. Aber das reicht nicht. Wir brauchen auf jeden Fall eine starke Fundament. Ja. Und dann, wir nehmen das einfach mittlerweile bei meinem Projekt, nehmen wir das einfach als the Dance Floor. Und über the Dance Floor reden wir über the technische Fundament. Continuous Integration, the automatisiert Testing, the Configuration Management, diese ganze 5 Linie
Wenn du kannst dann dieses IT-Fundament. Genau. Und bei meiner Meinung, so ich komme auf ein sehr starkes technischer Hintergrund, natürlich. Davor sehe ich das hauptsächlich diesen Problems. Wenn du hast diese Stufe, wenn du hast diese Fundament nicht im Griff, nicht integriert, nicht automatisiert, dann natürlich der Kost ist, du musst das mit Handoffs oder Manual-Schritts und so weiter. Und davor ist das natürlich, das verschwindet viel Zeit. Davor haben wir gemeint, okay, das ist, wo das Problem ist. Aber eigentlich, obwohl das ist ein riesig großes Problem, das ist nicht das große Problem. Das große Problem ist natürlich der Disconnect, wie wir haben schon mal gesprochen, zwischen dem Business, the business and the IT, and this fundament, the dance party and the dance floor. And bei large-scale Enterprise Softwareentwicklung, das ist das große Problem, ist, dass die Entscheider, die sind so weit weg von dem actual Alltag, dass die können nicht wirklich verstehen oder die verstehen nicht 100% die Probleme und wo dann die Baustellen sind. Und bei meiner Meinung, jede Firma über eine gewisse Größe, egal was die machen, die sind hauptsächlich zuerst ein Softwarehaus, zu zweiter ein Datahaus und zu dritter irgendwas anderes. Transit, Automotive, Telco, Banking. Dann kommt der eigentliche Kern. Okay. Genau. Und was dann ist, natürlich bei einer großen Firma, dann hast du dieses Problem, dass da gibt mehrere Projekte. So, das ist nicht nur, wir reden nicht über 10 oder 20 Leute, wir reden über 10, 20, 100, 1000 davon vom Softwareprojekt. Das muss gleichzeitig geführt und geleistet und so weiter. Und dann kommen wir zu dem nächsten Problem bei dieser großen Firma ist natürlich, das Talent ist nicht da. Da gibt nicht genügend Entwickler. Und davor müssen wir das outsourcen. Und dann fangen wir an mit dem richtigen Spaß. Und das ist, was ich meine bei dem Disconnect. So, das ist das große Problem, dass das sollte die Information haben. Die können nicht wirklich datengetriebenes Entscheidungen machen, weil der Disconnect ist einfach zu groß. Und die Information fließt von dem Üben nicht, von unten bis zum Üben, aber noch nicht ausreichend. Ich fand 2 Themen gerade total spannend. Um das nochmal zu rekapitulieren. Also wir haben IT-Stack, das Fundament ganz unten. Dann haben wir die nächste Stufe, die agilen Methoden, den Boris-Gogler-Effekt, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, fand ich interessant, wie du es gesagt hast, wo ich mich eher sehe, ne? Also wir agilen Coaches, wir Scrum Master, wir visionieren die neuen Methoden und wollen die einführen, sowohl in der IT als auch im Business und wir wollen die Brücke zwischen den beiden schlagen. Das ist so dieses Level und dann hast du dieses Management-Level darüber. Ne? Und was du eben auch noch gesagt hast, um das zu rekapitulieren, was eine sehr interessante Botschaft ist, was glaube ich bei vielen Firmen noch gar nicht angekommen ist, du hast gerade gesagt, in allererster Instanz sind Firmen Softwareentwicklungsfirmen. In zweiter Instanz sind sie Datenfirmen, datengetriebene Firmen, die Entscheidungen treffen, Produktentscheidungen, Dienstleistungsentscheidungen, was auch immer. Und dann kommt das eigentliche Kerngeschäftsmodell. Und ich glaube, wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung der letzten 15 Jahre sprechen kann, IT hat sich ja auch gewandelt. Ne? Erst waren es die Nerds im Keller, so wie du mit dem Hoodie, die durften gar nicht mit am Tisch sitzen bei den Business-Entscheidungen. Ne? Und irgendwann hat man gesehen, IT wird immer wichtiger und klar brauchen wir nicht drüber reden. Und dann wurde es so wichtig. Und mittlerweile hat man wie so ein Spannungsverhältnis. Und ich habe letztens mit einem Freund drüber gesprochen, er war mein Trauzeuge, der auch gesagt hat, Mensch, wie komme ich denn an die IT ran? Ich habe alles versucht. Ich habe den Requirements geschrieben, ich habe das gemacht, die Anforderungen. Und die setzen das einfach nicht um. Und das ist halt immer wieder der Clash zwischen Business-Anforderungen und mehr Features und mehr umsetzen und dann die IT, die das in der Schnelligkeit, ich will jetzt nicht sagen, nicht umsetzen kann, da merkt man schon, dass ich eher aus dem agilen Layer komme, aber da ist so ein Disconnect, ne? So ein ganz großer Disconnect. Und dann kommt der Druck von oben die ganze Zeit, das Management, wo sind die Features? Wir haben uns doch da erhofft, dass wir dadurch mehr Umsätze generieren, neue Produkte auf den Markt generieren, mit Google und den anderen mithalten können. Das ist eine ganz schöne Gemengelage. Ja. Und da gibt es viele unterschiedliche Themen hier. Aber dieser Boris-Gogler-Effekt,
So, das ist natürlich ein spannendes Thema. So, in dem Zeit in 2011 habe ich dieses Projekt, ich hatte die Erfahrung mit Boris-Gogler. Na, Boris-Gogler in dem Zeit war ein sehr bekanntes deutscher agiles Coach. Und der hat die Certification-Programm gemacht für diese Projekte, die keine oder wenig von diesem Projekt hat agiles Erfahrung. Und so, die hätten allerdings die verfügbar, das war möglich, einfach einen 3-Tages-Scrum-Kurs zu machen, eine Klopf auf der Schulter, eine Zeugnis zu bekommen und los geht's. Du bist jetzt zertifiziertes agiles Entwickler oder Scrum Master oder Scrum Master. Und wie ich habe gemeint, das ist natürlich nötig, dass du verstehst diese ganze neue Methode und so weiter. Das ist 100% nötig. Aber das reicht mir nicht. Was fällt natürlich, wenn du bist nur auf diese Methode konzentriert, ist der ganze technische Stack unten. Wie ich habe gesagt, von meiner Perspektive als Technischer, das ist natürlich super wichtig. Aber was ich habe auch gesehen über mehrere Projekte ist, dass hauptsächlich Enterprise Softwareentwicklung ist getrieben bei highly paid amateurs. Diszipliniert Softwareentwicklung at scale ist völlig anders als ein kleines Team Software zu leisten oder bei agiler Softwareentwicklung, du musst dann am diszipliniertest von allem. Das heißt, du musst dann achten, dass jede Ecke ist gut abgedeckt. Das heißt nicht, dass du musst dann ganz dogmatisch alle Prozesse einfach durchführen. Das heißt dann, du musst konsequent mit dem Grundlage und dann einfach lernen, was dann ist nötig und was dann ist wichtig. Aber bei meiner Meinung, das heißt dann, du kannst mit mir unterhalten, ob Testautomatisierung ist wichtig oder nicht für dieses Projekt. Aber wenn du hast keine Möglichkeiten, eine stabiles Version von deiner Software in einer vernünftigen Form und schnell zu deployen, dann wir müssen dann erstmal unterhalten, ob die Grundlage stabil ist. Und dann können wir agil und innovative und anders gesprochen. So, das heißt nicht, dass ich bin Anti-Innovationen. Das heißt, ich würde dann die Sicherheit erstmal bauen, dass die haben eine starke Feedback-Mechanismus. Wir haben dann ein Feedback, dass ja, das Projekt ist stabil, das läuft, alle Functionalities sind schon mal gut abgedeckt, jetzt gehen wir weiter. Und das ist, was ich meine bei diesem technischen Fundament. Und das heißt nicht nur Testing, aber wie ich habe gemeint, Continuous Integration, Configuration Management, DevOps, Pipelines und. Und dann, was würdest du Teams mitgeben oder Organisationen mitgeben? Sorry, dass ich unterbreche, weil es so ein wichtiger Punkt, den ich wirklich so lange jetzt schon gesehen habe. Immer wieder dieses Spannungsverhältnis, dieser Interessenskonflikt zwischen Innovation und Verbesserung. So kleinere Effizienzverbesserungen. Ne? Und wenn man mit der IT spricht, sagt man, wow, unsere, keine Ahnung, Release-Zyklen dauern 6 Monate. Und dann kannst du 2-mal im Jahr dein Produkt verändern. Aus Business-Sicht ist das sehr unzufriedenstellend, sehr frustrierend, ne? Dass man nur 2-mal im Jahr Feedback bekommt. Das, was man sich gemeinsam mit der IT, mit allen Leuten, mit den Designern, mit den Kunden allen voran, kundenzentrierte Sichtweise überlegt, da kriegt man nur 2-mal im Jahr Feedback. Und dann denke ich mir so, das ist ein ganz großes Problem. Wie oft kriegt man Feedback von dem aktuellen Produkt, wenn man es nur 2-mal im Jahr anpassen kann oder viermal, selbst viermal, scheint für viele Firmen ein großer Schritt zu sein. Und dann kommen wir zu diesem Thema, was du gerade gesagt hast. Wir müssen vielleicht den Stack, das Fundament verbessern, aber wir wollen ja als Firma auch weiter Innovationen betreiben. Und dieses Spannungsfeld zwischen neue Produkte einführen, aber hier unten geht es gar nicht so leicht, weil wir haben Legacy, wir haben 30, 40, 50 Jahre IT-Landschaft, die nicht so schnell umgedreht werden kann. Und da kriegt man immer die Antwort, gib mir 5, 6 Jahre, dann hast du deine moderne IT-Landschaft, aber dann habe ich 5, 6 Jahre keine neuen Produkte eingeführt. Wie geht das überein? Was ist deine Lösung? Oder wie können wir uns dem Thema widmen, dass wir sagen, das geht nach vorne? Ja, natürlich, das ist immer schwer. Und da gibt keine Big Bang Lösung, das wirklich funktioniert. Aber das geht nicht. Und im normalen Fall, wir reden nicht über Greenfield Projekte, wir reden über bestandene Projekte. Da gibt mehrere Legacy Probleme und so weiter. Aber
Du kannst mehr oder weniger, so von meiner Perspektive komme ich immer von dieser Testing-Perspektive. Und das bedeutet dann, wie können wir unsere Testing verbessern? So, wenn du hast dann hauptsächlich eine Manual Testing Bias, der erste Schritt ist natürlich einfach zu verbessern dein automatisiertes Testing, bei meiner Meinung. Das bedeutet dann, wir bekommen ein schneller Feedback und dann haben wir die Möglichkeiten, besser zu reagieren. So, der klassische Problem bei der Seite, wenn ein Defekt ist erstellt oder in dem gecodet, dann haben wir das Problem bis zum das Punkt, dass es entdeckt ist, the cost is exponential. Das ist klar. So, die Frage ist dann, wie können wir unsere Feedback-Schleife enger machen, dass wir bekommen das Feedback so schnell wie möglich. Und das Problem ist, wenn wir haben einen 6 Monaten Release-Cycle, dann gehen wir einfach ganz durch ein ganz formales Release-Projekt. Das muss alles durchgehen. Wir müssen Sicherheitstest, einen Performance-Test und Regression-Test und. Einfach, dass wir können das gut abhaken. Aber das Problem ist, dann haben wir diese Mentality. Abhaken, fertig. Abhaken, fertig. Und das heißt letztendlich, wir gehen ein paar Mal durch den ganzen Regression Suite und dann fertig. Und dann gehen wir los. Aber in der Zwischenzeit natürlich entwickeln weiter. Und der ganze Aufwand baut einfach auf. Und das erinnert mich auch an den Wassermeloneneffekt, ne? Wenn man 6 Monate Zeit hat, was zu machen. Also man könnte ja auch sagen, es ist Parkinson-Gesetz, ne, in der Produktivitätslehre, dass man sagt, die Zeit dehnt sich immer so lange aus, wie man Zeit hat. Okay, 6 Monate Release-Zyklen, das verlahmt ja schon jede Organisation, weil man weiß, okay, 6 Monate. Und dann kriegt man das Feedback, wie du gesagt hast. Und vielleicht fühlt sich der Fortschritt grün an. Dann kommt der Release, Wassermeloneneffekt und auf einmal ist das Projekt rot. Ja, genau. Und dieser Wassermelone-Effekt, das klingt wie ein Witz, aber das ist kein Witz. Das passiert bei jeder Firma. Jeder hat ein andere, manche nennen das die 90%-Syndrom oder, ich habe das, The Betrugers Club. Das heißt dann, da war ein ganz charmantes Vortrag bei Andrew McAfee, das heißt The Geek Takeover. Das kommt aus einem neuen Buch und ich kenne das wirklich in vollen zum allem. Das sollte dann in den nächsten paar Monaten verfügbar sein. Aber der hat das als The Liars Club genannt. Und der hat gemeint, dass dieser Wassermelonen-Effekt, dieser bis zum 90% ist alles gut und dann plötzlich kommen da alle Probleme. Das passiert wann? Da gibt wenig oder niedrige Sichtbarkeit. Das heißt dann, wenn du bietest einen Report und die Ergebnis ist dann per Hand geliefert, sozusagen, und nicht automatisch generiert, dann ich muss dich vertrauen. Und das heißt nicht, dass das böse gemeint, aber jeder weiß, dass da gibt Probleme auf dem Projekt, aber jeder wird dann der Letzte, die lassen das bis in die letzten Minuten einfach der Wahrheit zu zeigen. Weil da gibt das sogenannte High Plausible Deniability. Wie sagt das besser auf Deutsch? Ich weiß nicht, aber ich schreibe es mal auf Deutsch. So, High Plausible Deniability bedeutet dann, jeder weiß, dass das Projekt läuft nicht gut und jeder hat einen Grund, das teilweise wahr ist, nicht zu liefern. Und das ist zum Beispiel, vielleicht wir haben eine Abhängigkeit auf dich. So meine Teil von dem Projekt, für das brauche ich etwas von dich. Und du musst letztendlich bist bei den 90%, du hast diese Wassermelonen-Ergebnis geliefert, genauso wie ich, bis zu der letzten Minute. Und dann zum Schluss sagst du, Chef, wir kriegen das nicht hin. Und dann sage ich, ja, Chef, was erwartest du? Ich brauche die Artifacts von Danny. Wir haben keine Chance, wenn Danny nicht bereit ist, für uns das zu machen. Dann denke ich mir, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, das ganze Projekt abzulösen. Ja. Und ich habe gemeint, das klingt wie eine Witz, aber das ist besonders Realität. Problematisch bei dieser großen Firma, wenn da gibt unterschiedliche Partys und mehrere Zulieferer und das ist dann sozusagen Standard Tactics. Und das finde ich ganz und natürlich ein riesig schade, weil der Kunde dann
oder the Project selber ist dann die Opfer von dieser ganzen Ding. Und das ganze Thema wird ja noch verkompliziert. Also wir sind eher nur in der Diagnose und im Schwafeln und viele werden sich jetzt vielleicht denken, wenn sie noch bis hierhin durchgehalten haben, wann kommen die Lösungen? Ich glaube, dass erstmal eine gute Problembeschreibung und Analyse wichtig ist. Und deswegen werden wir in den zweiten Teil, Heiko und ich, genau über das sprechen, wie er drauf blickt. Dann würde er seinen agilen Senf dazugeben. Und dann kommen wir vielleicht in der dritten Folge alle drei zusammen, wo wir diese unterschiedlichen Perspektiven, vielleicht auch Kontroversen austauschen. Also das ist so der dreiteilige Dialog, den ich vielleicht auch am Anfang nochmal erwähnen soll. Aber das Spannende ist, bei meinem jetzigen Arbeitgeber Auckland Transport hier in Neuseeland, ich finde es so spannend, dass die IT-Mitarbeiter programmieren ja gar nicht mehr. Das sind ja nur noch Projektmanager, die die Anforderungen aus dem Business mit der IT-Sicht übersetzen oder die Qualität sicherstellen und das dann an den Drittanbieter weitergeben, an mehrere Drittanbieter weitergeben. Ja, und ich denke mir so, die haben die Anforderungen gar nicht verstanden, die übersetzen sie dann und dann ganz viel Misskommunikation und Misalignment, wo ich so denke, boah, was für ein komplizierter Prozess und nur zur Anpassung einer Website. Ne, hier in Auckland haben wir gerade, ich weiß, du verfolgst es ja wahrscheinlich nicht mehr, aber wir haben hier gerade so ein paar Probleme, wo Leute mit ihrem Auto in Geschäfte fahren und die dann ausrobben. Ne? Und jetzt will man Bollards, ich weiß gar nicht, so Boller vor die Geschäfte platzieren, damit man da nicht mit dem Auto reinfahren kann. Ja. Macht total Sinn. Aber um das den Antrag zu stellen, brauchst du mega lange. Ne? Und dann haben die bei Auckland Transport gesagt, okay, macht ja erstmal Sinn, wir wollen ja kundenorientiert arbeiten. Lass uns mal eine Webseite, eine ganz einfache Webseite, könnte ein Word-Dokument sein, zu beschreiben, was der Prozess ist, wie man diesen Antrag stellt. Die Webseite hat mehrere Monate gedauert, weil so ein riesen Disconnect nicht nur zwischen Business und IT, aber die IT hat ja gar nicht programmiert, sondern das nur an externe Dienstleister weitergegeben. Und das war so ein wichtiger Sachverhalt, wo ich mir so denke, wow, Legacy und was macht man da als Coach? Da könnte man fast die Flinte ins Korn werfen. Also mache ich nicht. Aber ich frage mich, was man da machen kann. Ja. Aber das ist genau diese Symptome, das ich habe schon mal früher gedeutet. So, wenn du hast dieses Problem, dass du nicht genügend Talent in-house, was ist übrig? Das ist Project Managers und Project Administrators. Und die, sagen wir mal, im Faktbereich. Aber dann haben wir das Problem, wenn das dauert so lang, dann probieren wir eine große Paket vom Arbeit zu liefern. Und dann das dauert dann lange Zeit, bis wir haben das alles gesammelt und so weiter und so weiter. Und dann ist es geschickt. Und dann müssen wir lange warten, bis das kommt zurück. Und dann haben wir genau diese Problem. The größere the Schritt, die weniger der Wahrscheinlichkeit ist, dass das passt. Genauso wie dein Wunsch. Weil die Realität ist, dass in dem Requirements Phase, wir machen viele Assumptions, Annahmen. Und wir sagen, okay, jetzt erwarten wir das und das und ich kann dann gut vorstellen, dass so und so wird reagieren und davor schreiben wir das so und so. Und das ist natürlich ein Risiko. Und der einzige Weg, dass wir können diese Risiko verkleinern, ist einfach Trial and Error. Wir machen einen kleineren Schritt, prüfen wir, ob unsere Abnahme ist richtig oder nicht. Dann machen wir den nächsten kleinen Schritt. Und das ist die Quintessenz sozusagen von agiler Softwareentwicklung. Immer diese kleinen Schritte zu machen, aber sicher und immer zu bestätigen, ob das ist die richtige Richtung. So bei meiner Meinung, diese Problem mit Sichtbarkeit und Observability, dieser Disconnect from the business and the IT, hat drei Faktoren. Die erste, drei Faktoren. Die erste ist dann die Qualität von dem Produkt, ob das ist eine gewisse Stufe. Das zweite ist dann die Qualität von unseren Prozessen. So, das ist in den Prozessen versteckt alle die Inefficiencies. So, die Verschwendung von Zeit und dem Low Observability und alle diese Probleme, das wir haben schon mal gehabt. Aber drittes ist, dass wir müssen dann beachten, dass wir haben diese Business Alignment. So, dass unsere Products und die Implementation, die sind auf der gleichen Linie. Und das kann sein,
da gibt eine kleine Correction, ist gefordert. Wir müssen immer diese kleine Änderungen machen. Aber wir können das nicht machen, weil wir müssen dann 6 Monate warten für ein Software-Release. Das ist nur möglich, weil wir haben die Möglichkeiten, mehrere kleine Schritte zu machen. Der kleinere und der sichere der Schritt, am besten. Und hier kommt jetzt mein erster Ansatz einer Lösungsfindung. Ich glaube, dieses Problem, und als ich bei Startup Genome gearbeitet habe, das war vor 2010, 11, als wir uns die Frage gestellt haben, was machen Startups erfolgreich? Und dann haben wir den Datenpool genutzt, um zu fragen, was macht Startup-Ökosysteme, Startup-Hubs erfolgreich? Und dann haben wir Berlin, Silicon Valley und andere verglichen. Und was ich da als Projektmanager zum ersten Mal nach der Uni dann gelernt habe, ist, du willst so viele wie möglich dieser kritischen Entscheidung am Anfang des Projektes treffen. Aber da hast du noch keine Sichtbarkeit, da weißt du noch nicht, was du eigentlich entwickelst, du weißt noch nicht, was das Produkt ist, du hast nur Annahmen, du hast noch kein Verständnis vom Markt, vom Kunden. Also die größte Ungewissheit trifft auf das Bedürfnis, eigentlich die meisten Entscheidungen treffen zu wollen, weil je später wir im Projekt diese Entscheidungen treffen, desto schwieriger sind die alten Entscheidungen zu ändern, weil Suncost oder was auch immer, wir haben schon so viel Fortschritt gemacht und das ist das Hauptproblem. Wir hatten damals einen Geschäftsführer, habe ich da mit Björn auch drüber gesprochen, der sagt, macht mal. Dann haben wir 3-6 Monate gearbeitet und waren schon relativ fortgeschritten und dann hat er drauf geguckt, nee, das war aber nicht das, was ich will. Also ich wollte was ganz anderes haben. Und ich glaube, das beschreibt diesen Business IT oder Business Produkt oder Management Produktentwicklungsprozess auch ganz gut, dass das Management am Anfang selber noch gar nicht so richtig weiß, was es will. Klar, man arbeitet mit Business Cases, man errechnet Zahlen, aber das sind alles aus der Luft gegriffen. Machen wir uns nichts vor. Pseudo-Deadlines, Pseudo-Zahlen. Und wir müssen uns ja auch mal eingestehen, das ist alles Pseudo und das braucht es aber dann brauchen wir kleine Schritte, um zu entwickeln, um zu dem Produkt zu kommen. Und hier ist das, was ich für mich entdeckt habe. Design-Sprints fand und finde ich ein sehr, sehr gutes Mittel, um relativ schnell am Anfang eines Projektes oder einer Produktentwicklung einen kleinen Prototypen zu entwickeln, den beim Kunden zu testen. Und es gibt dem ganzen Team ein Gefühl, was ist die Vision, was ist der Nordstern, was ist das, was wir hier erarbeiten? Guck mal, wir haben jetzt schon einen kleinen Click-Dummy. Da haben wir noch nichts programmiert, aber wir als Business-Team, als Produktentwicklungsteam haben ein Gefühl dafür, was der Kunde will, wo der Markt, wo der Trend sich hin entwickelt. Und es gibt uns so ein Gefühl, wo wir hingehen. Und dann kann man mit dem Management reden und sagen, in kleinen Schritten, gib uns auch nicht die mehreren Millionen, um das jetzt groß zu machen. Nee, wir wollen kleine Schritte machen. Und das hast du auch gerade nochmal angesprochen, wie wichtig diese kleinen Schritte gerade am Anfang sind und dieses Alignment mit dem Management, dass man frühestmöglich das Management reinholt. Ja, da gibt mehrere spannende Themen hier. Und ich finde das auch sehr interessant. So, von meiner Perspektive, was ich sehe sehr oft, ist, dass ein großer Disconnect zwischen dem Entwicklungsteam und dem Kunde. So, bei meiner Meinung, wir müssen überlegen, was bedeutet das? Was ist der Software Lifecycle? Was bedeutet das aber in echt? So, das ist nicht fertig, wenn das deployed ist. Das ist nur die Anfang. Und dann müssen wir einfach diese Feedback bekommen und das dann informiert unser nächster Schritt sozusagen. Und das ist dieser Feedback-Kreis, das wir müssen dann einfach führen. Aber das ist klar. In die Anfang machen wir viele Annahmen, wie das Produkt wird dann benutzt und. Und die einzige Weg, dass wir können das wirklich bestätigen, ist einfach per actual Benutzung. Für uns persönlich in-house, wir haben jetzt ein Figma Prototyp-Konzept gebaut. Das heißt dann, wir haben für unsere eigenen Products haben wir sozusagen ein Design-Framework mit bestimmten CI-Components, das wir können einfach verwenden. Und so jetzt bei jedem neuen Projekt, bei jedem neuen Feature machen wir erstmal ein Prototyp. Einfach, dass wir könnten dann unterhalten und quatschen über, wie das sollte ausschauen. Und dann haben wir sozusagen, wir können das umsetzen zu dem Design-Format, das die Frontend-Entwickler mag. Und dann ist das deutlich einfacher für uns zumindestens, schneller eine vernünftige Produkt zu entwickeln. Und was ich finde ein großer Schade ist, dass viele von dieser großen Firmen, die machen das überhaupt nicht. Das ist genauso, wie wir es gesprochen mit diese Word-Document, vielleicht mit ein paar PowerPoint oder Visio-Diagrams und dann raus vom Haus, los und dann die erwarten natürlich die Welt. Und
Und das ist natürlich völlig falsch. Und letztendlich, egal was die Lösung ist, die Hauptsache ist, wie kann man die Collaboration in der Zusammenarbeit verbessern, dass dieses Missverständnis, die sind alle rausgearbeitet, so früh wie möglich. Und was ich meine sehr oft ist, dass das Problem ist, dass die Teams, die unterhalten nicht 100%. So, das ist klar, wenn du hast einen internal Ansprechpartner und der schickt das zu meinem Third Party und die sind völlig raus vom Haus, das ist externalized und dann kommt das zurück und dann ist dieses Spiel hin und her. Aber das ist auch so bei Teams, die sitzen zusammen. Sehr oft, das ist so, dass die eine ist die Entwickler, die kümmert für die Entwicklung. Die andere ist der Tester, die kümmert für das Testing. Die andere ist die Business Analyst, die kümmert für die Requirements. Und letztendlich, das ist, das ist letztendlich die Quintessenz von dieser ganze cross-functional Team und dass die sitzen zusammen und jeder hat einen Bedarf vom Testing, vom Entwicklung, vom Requirements Management. Und dann haben wir die Möglichkeit, wirklich ein Produkt zu entwickeln, das passt zum, was die Erwartung ist. Und, ja, und deswegen finde ich ja diese Zwei-Pizza-Logik so schön, ne? Wenn man über cross-funktionale Teams nachdenkt, kriegt man mit 2 Pizzen, wie sagt man, das Team satt. Ne? Ja, und deswegen darf es nicht mehr als 10, 12 Leute haben, je nachdem, wie viel man isst. Also ich schaffe auch gerne alleine eine Pizza. Du vielleicht auch. Und dann ist unser Team nur 2 Personen groß. Aber vielleicht so als erstes Schlusswort, vielleicht als erstes in Deutschland, wenn wir eine Schleife dran machen, ne, in dieses Paket, habe ich mir überlegt, was wäre denn eine Botschaft, wenn wir jetzt mal Heiko stellvertretend für das Management, er startet jetzt als CIO der Commerzbank. Was wären so Botschaften stellvertretend, die du an Heiko richten würdest, über das, was wir gerade gesprochen haben, dass wenn er seinen Job anfängt, so diese gut gemeinten, nicht, ich weiß es besser, weil machen wir uns nichts vor, das ist verdammt schwer, CIO, Bereichsleiter, Geschäftsleiter, Head-Off zu sein. Alle Menschen meinen es wirklich gut. Es geht hier nicht darum, mit dem Finger zu zeigen, wie schlecht die Organisationen sind. Legacy, ne, Organisationen sind über 30, 40, 50, manchmal 100 Jahre gewachsen. Da ist super viel Gutes entstanden. Deswegen leben die noch. Viele Unternehmen leben gar nicht so lange. Also das Positive überwiegt. Also das soll jetzt nicht so sein, wir sind die Klughacker und wir wissen es besser. Ne? Aber mit dem wohlgesonnenen Feedback, was sind vielleicht so 2, 3 Punkte, wo du sagst, das könnten Möglichkeiten sein der Verbesserung, um auf dieses Disconnect Business und IT einzuzahlen, weil er vertritt ja die IT als aus dem Spitzenmanagement heraus mit seinen Vorgesetzten. Und was sind deine 2, 3 Punkte vielleicht, die wir Heiko mitgeben und die wir dann auch adressieren können, Heiko und ich? Ja. So ich würde sagen, erstmal ist diese Sichtbarkeit und diese Visibility, das ist der erste Punkt. So gut wie möglich, du brauchst dann die Information, oder man braucht die Information einfach zu machen, data-getriebenes Entscheidungs. Aber das zweite und am wichtigsten Sache ist, dass wir müssen einfach ein Learning System aufbauen. Das heißt dann, wir müssen innerhalb von einem großen Konzern, da gibt immer High Achievers und High Performing Teams und da gibt immer Teams, die sind nicht so gut dabei. Und die Frage ist, was machen diese High Performers, wie machen die das so gut? Was können wir von diesen Leuten lernen und wie können wir das beibringen zu den anderen Teams? Und vielleicht ist das nicht ein Big Bang Lösung. Das kann sein kleine Schritt. Zum Beispiel dieser Anfang mit dem Automatisierung von dem Testing. Einfach Schritt für Schritt, das zu verbessern. Dann schauen wir, warum sind unsere Tests, warum haben wir Problems mit dem automatisiertes Test, warum laufen die nicht ständig oder kontinuierlich, was haben wir für Problems bei Infrastructure oder bei Data. Sehr oft haben wir diese Problem, dass eine sag mal, auf Englisch, a distributed, loosely coupled database. Das heißt, wir haben ein bestimmtes System hier, das hat viele Kundeninformation, dann wir haben ein bestimmtes System hier, das hat auch Information und das ist loosely coupled. Lose verbunden oder nicht gut verbunden. Ne? Ja. Nicht gut verbunden. Und dies sind klassische Problems, das zumindest ich habe schon mal getroffen bei jeder großen Firma. Aber der Punkt ist, ja, jede Firma hat einen eigenen Weg und so weiter, aber jeder hat mehr oder weniger diese gleiche
gleiche Herausforderungen, diese gleiche Umfang von dem Problem. Und wie ich habe gemeint, letztendlich am wichtigsten ist einfach diese Learning and Verbesserment Programs anstoßen. Und dann können wir einfach, wir müssen nicht von die andere, wir müssen nicht Transformation Coaches und. Wir können dann von dem System, von dem Firma selber lernen. Und das ist dann meiner Meinung nach die größte Kunst von dem ganzen kontinuierlichen Verbesserment. Und das ist bei meiner Meinung auch einer von den größten Vorteilen bei der ganzen agile Softwareentwicklungsmethode. Und es spielt auch in die Kerbe oder es schlägt in die Kerbe rein, die Heiko und ich in unserer zweiten Aufnahme besprochen haben, agile Transformation. Und hört gerne mal rein, wenn ihr bis hierhin schon noch zugehört habt. Und vielen Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Wir werden auch langsam die Kurve kriegen, dass agile Transformationen nie abgeschlossen sind im agilen Sinne. Ne, das ist eine kontinuierliche Verbesserung. Vielleicht gehen sie durch Phasen, ähnlich wie eine Produktentwicklung. Das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zwischen Projekten und Produkten. Projekte sind abgeschlossen, haben eine Deadline. Produkte haben eine Version 1, 2 und 3 und entwickeln sich kontinuierlich weiter. Ne, und so sind Transformationen, sind wie Produkte zu sehen. Ein Betriebssystem ist für mich ein Produkt, wo man vielleicht Scrum of Scrum, Spotify, Less, was auch immer man auswählt als Startpunkt und dann darf es sich weiterentwickeln, wie ein Produkt sich weiterentwickelt. Deswegen sind für mich agile Transformationen nie zu Ende. Und das war so die Kernbotschaft der zweiten Folge. Und das ist so dieses Lern-Feedback-Modell, was du gerade angesprochen hast, was wir einfach aus der Denke der Produkt- und Softwareentwicklung genommen haben, wo ja auch Agilität herkommt. Und machen wir uns nichts vor, Agilität kommt aus Lean und es kommt aus dem Manufacturing. Ne, also das haben die Japaner uns beigebracht, Kaizen, der kontinuierlichen Verbesserung, ist alles nichts Neues, aber es ist die Denke dahinter. Ne, und ich glaube, das ist so dieses Spannungsverhältnis, wo wir auch als agile Coaches aufpassen müssen. Das ist so ein Appell, den ich habe, lasst uns jetzt nicht nach dem nächsten neuen Framework, nach der nächsten Methode, nach der nächsten Sau, die wir durchs Dorf treiben können, suchen, sondern lasst uns das verstehen, was Agilität ausmacht. Mit systemtheoretischen Ansätzen natürlich, dass man versucht, eine Organisation als System zu sehen und nicht die Menschen schlecht zu machen, sondern versucht, das System besser zu machen. Also keine Mindset-Schulungen mehr, weil man impliziert sagt, das Mindset ist falsch. Nee, das System beeinflusst das Mindset von uns Menschen und wir müssen das System ändern. Und du hast jetzt Testing angesprochen, ich hatte Design Thinking oder Design Sprints angesprochen, dass man frühphasig mit Prototypen arbeitet, so wie ihr das auch bei euch in der Firma. Da gibt es 1000 Ansätze, aber dieses Appell zum Schluss aus meiner Sicht ist, lasst uns jetzt nicht ganz schnell eine ganz neue Methodik suchen, weil Agilität gescheitert ist, weil es braucht dieses kontinuierliche Entwicklung, kontinuierliche Verbesserung. Genau. Und das ist in dem meisten Fall relativ einfache Sachen. Die sind einfach ganz bekannte Sachen, die mussten dann richtig gemacht von die Anfang an. So Agile und DevOps und die nächste große Sachen, das ist Continuous Delivery. Die sind mehr oder weniger alles eigentlich das Gleiche vom Prinzip. Und das kann sein, dass da gibt neue Werkzeuge und so weiter. Das macht das vereinfacht die ganze Sachen. Aber letztendlich das ist mehr oder weniger die gleiche Sache, wir haben in 2005 geredet und nichts anderes. Und ja, klar, das ist ein bisschen schneller und da gibt deutlich mehrere Möglichkeiten, aber letztendlich, das muss, dieser Fundament, diese Basisstufe, die Technical Foundation muss stattfinden und dann brauchen wir dieses Alignment zwischen dem Business und der IT. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeiten, diese vernünftige, eine langfristige kontinuierliche Verbesserungsprogramm zu bauen. So, super. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich darauf, mit Heiko das Thema zu durchleuchten. Ich bin mal gespannt, wie er drauf guckt als CIO. Dann werden wir mit dir nochmal eine Folge machen, um das zu reflektieren. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Jetzt ist es schon fast Mitternacht bei dir, 23:08 Uhr. Bei mir ist es 11:08 Uhr morgens. Viel, viel angenehmer. Vielen Dank, dass du dir so spät die Zeit genommen hast, nachdem die Kids im Bett sind. Ja, gerne. Vielen, vielen Dank. Freue mich sehr gerne und freue mich natürlich auf der Folge. Ich freue mich. Vielen Dank. Danke dir. Cool Sachen.